Für viele ist die Eröffnung eines Kontos im Ausland interessant. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Vermögensschutz. Du denkst dir vielleicht, der Euro ist nicht sicher. Lieber lege ich mein Vermögen in Schweizer Franken an oder in britischem Pfund oder sonst was oder US-Dollar. Jeder, der auswandert, wird sich ein Konto im Ausland suchen. Oder vielleicht einfach nur deswegen, weil es ja einem die Internetbanken heute so einfach machen, ein Konto zu eröffnen, was dann zum Beispiel in Litauen oder Belgien ist. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass es seit einigen Jahren den automatischen Informationsaustausch gibt. Das Finanzamt erfährt also automatisch, was du so im Ausland auf deinen Konten treibst. Wenn also dein Ansinnen wäre, was wir hier nicht unterstellen wollen, dass du irgendwas von dem Finanzamt verheimlichen willst, dann wäre das Auslandskonto kein guter Weg. Denn wie gesagt, die Steuer hört mit. Und das wollen wir uns heute doch noch mal genauer ansehen. Die Einführung des automatischen Informationsaustauschs nach dem OECD Common Reporting Standard oder auch schlicht CRS seit 2017 war eine echte Zeitenwende. Mittlerweile ist zum Beispiel der automatische Informationsaustausch in Deutschland führend, wenn es um die Identifikation von Steuersündern bei Auslandssachverhalten geht. Also jetzt nicht mehr irgendwie so eine Anzeige einer Ex-Frau oder einer Ex-Freundin oder eines Geschäftspartners, der einem hier ein Bein stellen will. Also die ganzen Denunzianten nehmen eher ab. Der automatische Informationsaustausch wird immer wichtiger bei der Identifikation und Überführung von Steuersündern. Was ist also dieser automatische Informationsaustausch nach OECD, CRS und wie funktioniert er? Nun, er wurde von den G20-Staaten im Jahre 2012 beschlossen, und zwar nach den sogenannten Panama Papers, wo ja jede Menge Dokumente, Unterlagen zu Firmengründungen in Panama und anderen Ländern geleakt wurden. Da haben sich die Staaten gesagt, jetzt müssen wir hier mal hart gegen die Steuersünder vorgehen und mal diesen Sumpf austrocknen und haben also hier auf Basis der OECD diesen Informationsaustausch beschlossen. 125 Länder machen mit, darunter fast alle Steueroasen, inklusive natürlich Hongkong und so weiter. Isle of Man, ja so eine sogenannte Steueroase, hier in der britischen Inseln schon seit 2017 ganz am Anfang mit dabei. Jersey genau das Gleiche. Cayman Islands natürlich auch, die waren ja auch von Anfang an ganz vorne mit dabei. Wer hier fehlt in der Liste, interessanterweise die USA, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ja? Aber du kannst sehen, alle Länder machen im Grunde genommen mit. Was ist jetzt das Besondere im Informationsaustausch? Man hat die Banken in die Pflicht genommen, hat den Banken gesagt, ihr müsst jetzt hier mitmachen, ihr müsst uns helfen, Banken, diese Steuersünder hier zu überführen. Wer nicht mitmacht, bekommt seine Bankenlizenz entzogen. Daher werden nun jedes Jahr im September die Daten des Vorjahres ausgetauscht mit der verantwortlichen Steuerbehörde des Kontoinhabers. Meiner Meinung nach dauert die Implementierung länger als geplant. Da wird ja nicht viel dazu veröffentlicht. Aber wir haben auch heute noch viele Mandanten, zum Beispiel in UK, die immer wieder schreiben, der britischen Steuerbehörde erst jetzt, also 2023, erhalten von Sachverhalten, die bis auf 2017 oder so zurückgehen. Daher gehe ich davon aus, dass das Ganze eher schleppend implementiert wird und natürlich auch ein komplexes System ist, ja. Aber es läuft definitiv. Wir sehen es selbst in der Praxis. Der ganze Informationsaustausch basiert zunächst auf einem Rahmenvertrag, dem mehrere Länder beigetreten sind. Dann haben aber die einzelnen Länder untereinander verschiedene bilaterale, direkte Abkommen, die dann auch jeweils erst geschlossen werden müssen. Und das kann zum Teil ziemlich haarig sein. Ein gutes Beispiel, Liechtenstein und die Schweiz. Liechtenstein ja bekanntlich das Land, wo die Schweizer ihre Steuern hinterziehen, sagt man so oft, lapidar. Denn Liechtenstein ist ja hier gegenüber Deutschland nun tatsächlich ein Bückling und unternimmt hier
alles, um die Deutschen glücklich zu machen. Aber gegenüber der Schweiz zeigen sie doch gerne mal hier den Mittelfinger und arbeiten da nicht sehr gut mit den Schweizer Behörden zusammen, was natürlich die Schweizer maßlos verärgert. Also hier sehen wir es, beide Länder nehmen am Informationsaustausch teil. Das heißt aber noch nicht wirklich, dass jetzt in jedem Fall die Informationen fließen. Kommen wir nun zu den Privatkonten und wie sich der Informationsaustausch hier auswirkt und überhaupt funktioniert. Also zunächst wird bei der Kontoeröffnung ermittelt, wo der Kunde steuerpflichtig ist. Da wird normalerweise die Steuernummer verwendet. Es können aber auch sekundäre Merkmale herangezogen werden, zum Beispiel die Handynummer. Ganz wichtig, am Ende entscheidet die Bank, wer die zuständige Steuerbehörde ist. Das heißt, wenn du zu einer Bank gehst mit einer deutschen Handynummer, aber der Bank sagst, ich wohne in Malta zum Beispiel, habe hier eine PO-Box-Adresse, ja, also ein Postfach, dann kannst du davon ausgehen, dass die Bank sagt, na ja, der ist vielleicht hier nicht so ganz ehrlich. Wir schicken die Daten jetzt nicht nur an Malta, sondern eben auch mal an Deutschland, denn er hat ja eine deutsche Handynummer. Sogenannte sekundäre Merkmale. Welche Informationen werden ausgetauscht? Kontostand, Zugang und Abfluss von Mitteln des letzten Jahres und das Gleiche auch seit Kontoeröffnung und das Jahr der Eröffnung. Hast du deinem Finanzamt alle Informationen zu dem Konto gemeldet? Gibt es natürlich nichts zu befürchten. Ansonsten wird das Finanzamt mal näher nachbohren und hat das Recht, basierend auf den empfangenen Daten, die ja eher eine Zusammenfassung sind, dann über die zuständige Behörde in dem Land weitere Informationen abzufragen. Eine ganz, sage ich jetzt mal, trickreiche Waffe des Finanzamtes sind hier auch sogenannte Gruppenanfragen. Auch diese sind gemäß des automatischen Informationsaustauschs möglich. Da handelt es sich um eine Anfrage eines Staates A, sagen wir zum Beispiel Deutschland, an einen anderen Staat, sagen wir zum Beispiel die Schweiz. Die Besonderheit besteht darin, dass von der Anfrage eine Vielzahl von Steuerpflichtigen des ersuchenden Staates betroffen sein können, aber diese Steuerpflichtige im Zeitpunkt der Anfrage noch nicht persönlich identifiziert sind. Ja, also zum Beispiel könnte die Anfrage lauten, alle deutschen Staatsbürger mit einer deutschen Adresse, die ein Konto bei der und der Bank haben, wo ein Kontostand von über 10.000 Franken oder Euro im Jahresdurchschnitt verbucht wurde. So, dann wird diese Abfrage letztlich dann an die verantwortliche Steuerbehörde in dem Land der Abfrage, zum Beispiel die Schweiz, hier übermittelt. Die fragt dann diese Daten bei der Bank ab und lässt die Bank dann die ganzen Betroffenen identifizieren. Zurück bekommt dann der anfragende Staat eine Liste mit Kunden, die davon betroffen sind. Diese Gruppenanfragen waren zum Teil relativ problematisch in der Wahrnehmung und wurden auch heiß diskutiert, aber wurden am Ende dann doch letztlich hier bewilligt, zum Großteil auch auf Druck von Deutschland. Jetzt kommen wir zum Thema Geschäftskonten. Der automatische Informationsaustausch betrifft natürlich nicht nur Kunden von natürlichen Personen, sondern eben auch Konten von Unternehmen. Mal angenommen, du eröffnest jetzt eine Gesellschaft im Ausland, möchtest dafür im Ausland ein Konto eröffnen, dann fragt die Bank alle möglichen Informationen ab. So, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Der Informationsaustausch findet immer dann statt, wenn es sich bei der Gesellschaft nicht um eine Active Non-Financial Entity handelt. Ja, also wenn es sich nicht darum handelt, dann findet der Informationsaustausch statt. Wenn du eine Active Non-Financial Entity betreibst, das ist also ein ganz normal gewerblich tätiges Unternehmen, keine Holdinggesellschaft, sondern zum Beispiel irgendein Start-up, was Software produziert oder eine Marketingagentur oder irgendeine andere Firma, die Kunden hat, ja,
aber keine Finanzholding oder sowas ist, sondern eine sogenannte Active Non-Financial Entity, dann findet kein Informationsaustausch statt. Ja, in allen anderen Fällen, und dabei sind wir dann so Dingen wie Stiftung, Verein, Holding und so weiter, findet der Informationsaustausch statt. Und zwar immer dann, wenn du zu mehr als 25% an der Gesellschaft beteiligt bist oder möglicherweise daran begünstigt bist, direkt oder indirekt. Das heißt also, aktive Gesellschaften mit normalem Geschäftsbetrieb sind nicht vom automatischen Informationsaustausch betroffen, ganz wichtig. Und anhand deiner Beschreibung der Geschäftstätigkeit entscheidet die Bank, um was für eine Organisation es sich handelt. Ja? Das heißt, wenn du dort einen Businessplan der Bank gibst oder manche Banken wollen ja auch eine Webseite sehen, das hat genau den Grund, dann kann die Bank sehen, okay, der macht jetzt hier ein ganz normales Business, ein Beratungsbusiness, Softwarebusiness, was auch immer, dann ist kein Informationsaustausch letztlich hier erforderlich. Ansonsten werden letztlich die Heimatfinanzämter der Begünstigten hier informiert. Jetzt kommen wir auf die USA zu sprechen. Die USA sind nämlich ein Ausnahmefall, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Die USA sind das einzige wichtige Land letztlich, was ganz resolut sich weigert, am automatischen Informationsaustausch teilzunehmen. Die USA sagen, wir haben FATCA, das ist gleichwertig mit CRS. Natürlich mit FATCA geht es vor allen Dingen darum, amerikanische Steuerzahler hier zu identifizieren, die Konten im Ausland haben. Aber eben auch im Rahmen von FATCA wurden zum Beispiel gegenseitige Abkommen abgeschlossen. So hat zum Beispiel der FATCA-Vertrag mit Deutschland die Klausel, dass US-amerikanische Banken Daten an deutsche Behörden auf Anfrage liefern können zu in Deutschland steuerpflichtigen Personen, falls diese ein Konto dort betreiben, aber wohlgemerkt nur juristische Personen. Ja? Das heißt also, wenn jetzt du eine amerikanische LLC hast und die hat ein Konto bei einer amerikanischen Bank, dann gibt es keinen Informationsaustausch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Wise-Konto hast, was ja in Belgien ist für diese LLC, kommt es natürlich dann gegebenenfalls schon zum automatischen Informationsaustausch, je nachdem, was die Gesellschaft tatsächlich tut. So, der letzte Punkt, da geht es um Auswanderer. Sehr wichtig zu wissen für Auswanderer. Also eins muss dir natürlich völlig klar sein. Der einfachste Weg, das Finanzamt weiter mit Informationen zu versorgen und gleichzeitig zu suggerieren, dass du Deutschland gar nicht wirklich verlassen hast, ist, die deutsche Adresse bei deinem Konto hinterlegt zu lassen, wenn du Deutschland verlassen hast. Das machen erstaunlich viele, deswegen sage ich es hier. Gerade im Kontext der erweitert beschränkten Steuerpflicht kann das bedenklich sein. Du weißt, wer Deutschland verlässt und keinen festen Wohnsitz im Ausland hat, bleibt möglicherweise für seine weltweiten Einkünfte noch 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig. Daher ganz wichtig, melde dich irgendwo im Ausland an, miete dir eine richtige Wohnung, selbst wenn du Digitalnomade bist, und teile der Bank deine ausländische Adresse mit, sobald du umgezogen bist. Nochmals, der einfachste Weg, dem Finanzamt zu zeigen, dass du keinen Wohnsitz im Ausland hast und weiter in Deutschland steuerpflichtig bist, möglicherweise ist die deutsche Adresse bei der Bank hinterlegt zu lassen. So, viele Mandanten fragen, kann man den automatischen Informationsaustausch vermeiden? Wir raten nicht dazu, Anstrengungen zu unternehmen, den Informationsaustausch zu vermeiden. Es bringt nichts, gegen den Strom zu schwimmen. Zieh ins Ausland um, suche dir ein Wohnsitzland, wo Auslandseinkünfte steuerfrei sind. Malta, Irland, Zypern, Spanien und so weiter. Wir haben sehr viel auf unserer Webseite. Besorge dir dort eine Steuernummer und gebe bei allen Konten diese Daten an. Dann findet der automatische Informationsaustausch zwar auch in dein Wohnsitzland statt, ist denen ja aber völlig egal, denn du musst ja ohnehin keine Steuern auf diese Einkünfte bezahlen. Wenn du weitere Fragen hast zu
einer steuerlichen Strategie im Ausland, wenn du ins Ausland umziehen willst und hier eine steuerliche Standortbestimmung brauchst oder ein Konzept brauchst, wie du wirksam den Steuerwohnsitz ins Ausland verlegst. Da können wir dich gerne dabei unterstützen. Mein Team und ich arbeiten mit Mandanten aus vielen Ländern zusammen, die in noch mehr Länder umziehen wollen, um dort steuerlich sich neu aufzustellen. Wir haben Kontakte zu vielen Steuerberatern, Rechtsanwälten und anderen Dienstleistern weltweit und können dich dabei vollumfänglich unterstützen. Am besten heute noch ein Beratungsgespräch buchen. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.